Mit Resmio kannst du deine Personalplanung ganz einfach digitalisieren. Zur Vorbereitung gehst du unter Einstellungen, Personalplanung und legst in der ersten Instanz erstmal deine Angestelltenrollen an. Geben eine Tätigkeitsbeschreibung ein und speichern das Thema ab. Über den Pfeil oben links kommst du zurück. Wenn wir jetzt den Dienstplan öffnen, legen wir Schichten und Bereiche an. Wenn du eine neue Schicht hinzufügen willst, klickst du auf Neue Schicht und trägst die entsprechende Schicht ein. Zum Beispiel die Spätschicht von 15 bis 22 Uhr. Wir speichern das ganze Thema oben rechts ab und wir haben eine neue Schicht angelegt. Jetzt gilt es noch, die Bereiche anzulegen. Das tun wir über neuen Bereich hinzufügen. Der Bereich ist der Ort, wo die entsprechende Servicekraft oder der Mitarbeiter eingesetzt wird. Wir können das differenzieren nach Räumen, wir können das aber auch tischindividuell differenzieren. In diesem Beispiel legen wir einen neuen Raum an, nämlich unseren Biergarten. Und wählen dann die entsprechenden Tische aus, die zu diesem Raum gehören. Wir können dem ganzen Bereich noch eine Farbe hinzuordnen, das wird später in dem Schichtplan dann sichtbar. Oben rechts das Speichern nicht vergessen und dann haben wir die Grundeinstellung für unseren Dienstplan erstmal vorbereitet. Jetzt müssen wir die Angestellten anlegen. Dafür gehen wir auf Personalplanung und rufen uns den Bereich Angestellte auf. Hier haben wir schon einige Beispielangestellte, fügen jetzt aber einen neuen hinzu. Hier geben wir alle Daten ein, die für den Mitarbeiter relevant sind. Ganz wichtig, das Arbeitszeitkontingent pro Woche. Nachdem wir auf Speichern geklickt haben, sehen wir jetzt die Angestellten-Details und können über den Pfeil oben links wieder zurückgehen. Den letzten Schritt, bevor jetzt der eigentliche Dienstplan angelegt wird, ist es, Abwesenheiten, die womöglich schon bekannt sind, auch einzutragen. Hierfür gehen wir einfach auf Abwesenheiten und unter Abwesenheiten können wir jetzt bekannte Urlaubstage oder andere Abwesenheiten eintragen. Ich trage jetzt mal beispielhaft für Christine Gotteswinter für nächste Woche Urlaub ein. Man sieht direkt, Christine Gotteswinter ist nächste Woche nicht verfügbar. Jetzt gehen wir zum tatsächlichen Dienstplan. Dafür klickst du auf Dienstplan und siehst schon mal grob alle Tage, die da mit im Spiel sind. Im Dienstplan haben wir selber links eine Mitarbeiterübersicht und die tatsächliche Zeit, die die einzelnen Mitarbeiter von dir verplant worden sind, zu denen, wie viele Stunden sie noch machen können. Wenn du jetzt eine neue Schicht für einen Mitarbeiter anlegen willst, klickst du auf ein freies Feld, zum Beispiel bei Esther Kubicki. Daraufhin kannst du jetzt die Schichten, die du zuvor angelegt hast, individuell auswählen. Wir weisen der Frau Kubicki jetzt die Spätschicht zu. Die Daten aus der Spätschicht werden automatisch übernommen und wir weisen ihr einen Bereich zu. In dem Fall soll sie den Biergarten übernehmen und wollen ihr noch eine kleine Notiz mit an geben, dass sie alle Sonnenschirme bitte vor ihrer Schicht mit aufstellen soll. Wir speichern das Thema ab. Die Schicht ist eingetragen. Jetzt schickst du den Dienstplan ganz einfach per Teilen-Funktion über WhatsApp oder E-Mail direkt an deine Mitarbeiter. Die erhalten entweder eine Mail oder eine WhatsApp-Nachricht mit dem Link, wo sie draufklicken können, um den Dienstplan einzusehen. Der schöne Vorteil an diesem Dienstplansystem ist, wenn du einmal die Zeit vorne reingesteckt hast, kannst du diesen Dienstplan jederzeit wieder kopieren und in die entsprechende Woche einfügen. So hast du das Grundgerüst, was sich immer wieder wiederholen kann und kannst individuelle Anpassungen für die einzelnen Wochen vornehmen. Mit diesem Tool hast du jetzt ganz einfach deine Personalplanung digitalisiert und kannst jederzeit auf sie zugreifen.